Ein herzliches Moin hier aus der Elbphilharmonie. Heute wollen wir uns dann einmal endlich anschauen, was unsere Kleis-Orgel von anderen Orgeln unterscheidet. Wir haben also in den bisherigen Episoden erlebt, wie eine Orgel grundsätzlich funktioniert. Und bis zu diesem Punkt ist unsere Kleis-Orgel eine ganz normale Konzertsaalorgel. Sie könnte aber genauso auch in der Kirche stehen und es würde sich nicht so groß unterscheiden. Was sind also wirklich die Besonderheiten, die man fast schon Alleinstellungsmerkmal nennen könnte? Wir haben verschiedene elektronische Hilfsmittel. Nicht nur die traditionelle Setzeranlage, das heißt, wir können verschiedene Registrierungen selber einspeichern und über diese Knöpfe hier unten, im Grunde wie bei einer PowerPoint-Präsentation, abrufen. Sondern wir haben auch die Möglichkeit, Klänge festzuhalten, sogenannte Tastenfesseln. Und das zeige ich einmal. Also wir nehmen hier einen Klang und einen Akkord und drücken hier auf dem Touchscreen auf die Tastenfessel. Die Orgel hält diesen Ton für mich und ich kann auf einer anderen Ebene einen weiteren Klang erzeugen und den festhalten. Es wird weitergehalten und dann habe ich noch die Hände frei und kann dazu spielen. Neben der Tastenfessel haben wir zusätzlich die Möglichkeit, mit einem sogenannten Sequenzer kleine Schnipsel zu erzeugen, die wir dann in einer Dauerschleife, Loops genannt, abspielen können. Ich habe hier schon mal eine kleine Figur eben eingespielt und das zeige ich einmal. Ich drücke hier einfach auf Start. Die Orgel übernimmt den Teil, den ich vorhin gehabt habe. Ich double mich sozusagen selbst und könnte dazu jetzt spielen. Sie mögen vielleicht denken, dass das alles nur neumodische Spielereien sind. Doch letztlich kann man damit ganz spannende neue musikalische Sphären erzeugen. Denn sie haben die Möglichkeiten, eine Fläche zu haben, dazu eine weitere Schicht zu setzen, noch hinein zu spielen, was sie als Organist sonst niemals alleine spielen könnten. Und nun zur wirklichen Besonderheit, die auch ganz fantastisch zur Hansestadt Hamburg passt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, den Wind zu regulieren, und zwar so in einer Art wie eine Schleuse. Wir haben also in den Windkanälen einen Schieber, den wir über eine Steuerung hier im Touchscreen schließen und öffnen können. Den eigentlich statischen Wind können wir damit richtig modellieren, von gar keinem Wind bis zum vollen Normwinddruck. Ich greife hier einen Akkord und kann hier langsam die Schleuse öffnen. Sie konnten hören, dass der Klang nicht nur von ganz leise nach laut geht, sondern dass wir wirkliche Verfremdungseffekte haben, so als ob wir auf einer Blockflöte oder auf einer Flasche ganz sanft anfangen zu blasen. Es entstehen nur die Obertöne und je mehr der Wind dazu kommt, umso mehr nähert sich der Ton seinem eigentlichen Klang. Zudem ist es auch eine gewisse Orgelbauertradition, dass man der Orgel so eine gewisse regionale Klänge noch mit hinzufügt. Hier bei unserer Orgel sind es das Schiffshorn und die Schiffsglocke.
Das sind keine gesampelten Klänge, sondern wir haben wirklich eine echte kleine Schiffsglocke im Chorwerk, genauso wie wir echte Schiffshörner haben, die nur mit etwas weniger Druck betrieben werden als auf einem großen Frachter. Mit diesen Spaßregistern wie der Schiffsglocke oder dem Schiffshorn und den elektronischen Hilfsmitteln der Windsteuerung, der Tastenfessel und auch dem Sequenzer haben wir die Möglichkeit, in ganz neue klangliche Sphären hervorzudringen, die man so einer Orgel gar nicht zugetraut hätte. Trotz der elektronischen Hilfsmittel ist es mir wichtig zu sagen, dass der gesamte Klang reinste Physik ist, bewegte Luft, die modelliert wurde. Keiner dieser Klänge ist also elektronisch über einen Lautsprecher, auch wenn man das vielleicht denken mag, hinzugespielt worden. Ich danke Ihnen herzlich für das Zuschauen dieser kleinen Serie über unsere Kleisorgel in der Elbphilharmonie und hoffe, dass wir uns vielleicht einmal live hier bei einem Konzert oder einer Orgelpräsentation sehen.